Hallo zusammen und herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und wir machen heute mal wieder Testbiere. Ich habe viele kleine Sude gemacht und in diesem Falle waren das alles Starter mit ein klein wenig Hopfen, damit es halbwegs haltbar ist, und verschiedene Hefen, die ich alle propagiert habe in letzter Zeit, und dann wollen wir mal gucken, wie die so schmecken. Das waren jetzt nicht die kontrolliertesten Bedingungen. Durch eine sehr schlappe Hefe kann das eine sehr niedrige Anstellrate effektiv gewesen sein und dadurch können die auch unangenehm schmecken, und ich bin mir auch über die Gärtemperatur nicht mehr sicher. Ein oder andere könnte ein bisschen fuselig werden. Aber ich dachte, wir probieren das einfach mal, ob der Vergleich funktioniert. Und da kann man bestimmt was mitnehmen. Es gibt zwei Hefen, vor denen grusel ich mich so ein bisschen. Wir haben einmal hier die Wyeast 1469 West Yorkshire. Die hatte ich wiederbelebt und die habe ich sehr oft verwendet. Die war sehr schlapp. Die hat innerhalb von 24 Stunden Aktivität gezeigt, was gut ist, aber hat nur extrem langsam zu Ende vergoren. Sehr interessantes Phänomen, mit dem ich in letzter Zeit wirklich Probleme hatte, war, dass ich dann, als ich abgefüllt hatte, immer noch Restextrakt über hatte und die Hefe wollte diesen Restextrakt nicht zu Ende vergären, obwohl ich sie warm habe stehen lassen. Und dann ist die auch im warmen Zustand Ewigkeiten nicht klar geworden. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich das gleiche Problem beim Burton Bridge Top Dog Stout hatte, das ich vor kurzem gebraucht habe mit der L'Allemand Verdant. Hieß damals eine frische Hefe, aber die habe ich zu früh gekühlt. Da war das Problem. Hier einfach nur, es hat Ewigkeiten gedauert. Ich kann euch vielleicht ein Bild zeigen, wie das damals aussah. Mittlerweile sieht es halbwegs klar aus. Also man kann schon durchgucken. So, dann haben wir hier die Wyeast 1187 Ringwood Ale. Da ist das Problem, die war eine gekaufte, aber bestimmt ein Jahr schon im Kühlschrank, also deutlich zu alt. Und die hat 3 Tage gedauert, bis sie überhaupt Gäraktivität gezeigt hat. Danach funktioniert sie gut. Ich habe damit auch ein Bier brauen können und alles. Bei dem Starter bin ich mir noch nicht sicher, ob sich in den 3 Tagen nicht was reingeschlichen hat. Und sowas würde ich normalerweise niemals bei einem Bier machen. Da würde ich immer spätestens nach 2 Tagen Trockenhefe nachstreuen. In diesem Falle probiere ich jetzt einfach mal ganz wenig und dann sollte das eigentlich auch in Ordnung sein. Das Gute ist, dass ein Hopfen drin war. Starter ist sonst ohne Hopfen extrem gefährlich. Dann haben wir hier noch die Fullers Originalhefe, die habe ich mal wieder aufgefrischt. Die habe ich ja aus Flaschen propagiert. Dann habe ich die Wyeast 1768, das ist die Hefe von Youngs. Die beiden sind die sehr empfindlich bei über 20 Grad sind, was Fusel angeht, und dann sehr viel entsprechend produzieren. Und dann haben wir noch die Barclay Perkins Hefe, die ich aus einem Fässchen der Tonbridge Brewery in Südengland propagiert habe. Bin ich auch mal gespannt, ob ich da jetzt viel Aroma bemerke. Gucken wir mal, was die Ringwood Ale sagt. Riecht ein ganz klein bisschen muffig. Die meisten von denen hatten tatsächlich so ein ganz klein bisschen Karmhaut oben drauf, aber eine Wildhefe ist an sich nichts Problematisches. Ja, riecht ein bisschen scharf. Ich hatte das bei anderen Testbieren auch schon, dass die Hefe wegen dieser halboffenen Gärung und ja, ich fülle dann, weil das so viele gleichzeitig sind, kann ich ja nicht vernünftig messen und es ist einfach ein bisschen chaotisch und dann kriegen die auch manchmal zu viel Luft ab. Dadurch werden die so ein bisschen scharf. Was schmecken wir denn? Ein bisschen harsche, bittere. Also da ist irgendwie noch was drin, was nicht gut ist. Werde ich wahrscheinlich austrinken. Ist mir zu riskant. Ich schmecke auch tatsächlich keine Aromen. Das Bier, was ich mit der Ringwood Ale gebraut habe, war sehr aprikosenlastig. Also das ist eine schöne Hefe für Aprikose, wenn man das ins Bier haben will. Ein bisschen so ähnlich wie die Wyeast 1469. Das liegt auch daran, dass die ja beide nicht phenolische Yorkshire-Hefen stammen. Also Ringwood ist zwar in Südengland, aber die Hefe kommt aus Yorkshire. Guck mal die 1469 an. Rieche ich nichts, auch nicht so muffig. Da ist diese 1187, die 3 Tage lang ohne Gäraktivität rumstand, schon deutlich unangenehmer. Kein bitterer Nachgeschmack, sehr gut. Die hat also, weil sie nach 24 Stunden schon ansprang, wie die anderen übrigens auch, die waren alle ein Jahr im Kühlschrank, haben das gut verkraftet. Nur die Kaufhefe konnte nicht ein Jahr lang im Kühlschrank liegen. Ein bisschen schade. So, ich muss erst den Geschmack von der runterspülen. Oh ja, hier merken wir ein bisschen Aromen. Sind aber auch leichter Sauerstich, leicht Essig. Habe ich wahrscheinlich zu spät abgefüllt. Die Aromen sind nicht sehr intensiv. Also das Timothy Taylor Landlord, was ich ja so gern braue, das ist deutlich aromatischer. Wir haben jetzt hier so eine ganz leichte Note von sowas Fruchtigen. Was ist das denn? Das ist eigentlich nicht so klar Aprikose, wie ich das... man sagt Steinfrüchte bei der Hefe in der Beschreibung offiziell. Aber kann ich jetzt so auch nicht so zuordnen, welche Steinfrucht könnte es denn sein. Ne? Es gibt ja Pfirsich, Aprikose. Ist Kirsche eine Steinfrucht? Ich glaube auch schon. Mandel ist auch eine Steinfrucht. Ist jetzt an der Stelle aber vielleicht ein bisschen irrelevant. Was könnte man sagen? Ich muss es mal probieren. Das sind auf jeden Fall ein paar Fruchtnoten da. Das Bier hat auch eine schöne Süße.
Hm, geht tatsächlich für mich jetzt eher so Richtung weiße Traube oder Birne, das würde ich sagen. Das ist tatsächlich ansonsten eher dezent. Tatsächlich ist mir einmal aufgefallen, dass die Hefe sich nicht sehr gut mit East Kent Golding mischt, weil es dann eintönig wird. Und es könnte daran liegen, dass beide in die Richtung Birne gehen. Also East Kent Golding macht auch ein Aroma nach Birne. Das würde das erklären. Das passt eigentlich ganz gut zusammen. Guck mal, Fulles Original habe ich schon öfter mal verkostet für euch. Oh, der Geruch ist schon 100 Mal besser. Oh, herrlich. Und ich finde ja, die Fullers macht gar nicht so viel Orangenmarmelade, sondern eher so eine Honignote. Vielleicht habe ich auch mal Orangenhonig gegessen und daher kommt das, aber es erinnert mich am ehesten an Honig. An so einen hellen, klaren Honig vielleicht. Was gibt's so? Eigentlich so ein Sommerhonig, Sommerblütenhonig oder sowas. So richtig schön fruchtig. Boah, das schmeckt völlig in Ordnung. Das kann ich so trinken. Ich habe noch Flaschen übrig, von jedem eine 0,5er Flasche und die ist eben aufgefallen, dass an dem Tag, als ich die rausgenommen habe, ich eigentlich die Etiketten hätte kopieren sollen. Ich habe die alle beschriftet und daneben stehen jetzt einzelne Flaschen und ich weiß nicht, was es ist. So kann man sich auch die langfristige Erfahrung ein bisschen versauen. Herrlich. Also, habe immer den Verdacht, die Fullers vergärt weniger Zucker als die anderen. Ich finde sie jetzt auch deutlich merkbar süßer als die anderen Biere. Ich glaube, das erste können wir zur Seite tun, weil es auch so bitter ist, aber das hier war ganz leicht süßlich. Das hier ist schon merkbar. Das ist irgendwie Honigaroma. Das ist nicht das Aroma von Pale Ale Malz, was ja normalerweise, weil sonst nichts da ist, am deutlichsten wäre. Hier ist richtig, richtig aromatisch. Ja, so ein bisschen Blüten, ein bisschen Honig, so würde ich das beschreiben. Es ist tatsächlich leicht orangig, aber ganz dezent. Und da hängt es wohl auch davon ab, was man mit dem Rest der Schüttung macht. Ne? Dass die Fullers Biere so orangig werden. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass einige der Hopfen, die man benutzt bei den klassischen Fullers Bieren, die Orangennote auch fördern. Dann haben wir das von Youngs. Youngs hat so ein bisschen, ja, für mich schwer einzuordnendes Profil. Es gibt Leute, die sagen Pflaume. Müssen wir mal gucken, was ich jetzt hier rieche. Tatsächlich am ehesten so eine leicht muffige Note. Vielleicht war der Starter auch zu lange, bevor ich ihn abgefüllt habe, am Rumstehen. Da ist ein ganz klein bisschen so ein süßer Malzcharakter. Erinnert mich am ehesten an Malz. Ich hatte das auch bei meinem letzten Sud oder dem einzigen Sud, den ich bisher damit groß gemacht habe, als so eine malzbetonende Hefe mir gemerkt. Ja, ich weiß nicht, ob euch das zufriedenstellt, aber es ist die Beschreibung, die ich geben würde. Ist weniger süß als die Fullers Hefe, eher wieder wie die West Yorkshire. Also so die durchschnittliche Vergärgrate englischen Hefen, würde ich sagen. Sehr angenehm im Geschmack. Schmeckt irgendwie so ein bisschen hell, leicht, fruchtig. Ich weiß gar nicht warum. Könnte ich jetzt nicht sagen. Es schmeckt, als wäre das eher ein Fassbier als die anderen, falls das irgendwie die Beschreibung zumindest verständlich ist. Also wirklich so in der Art hell und klar. Vielleicht sind die anderen mehr oxidiert in der Flasche mit Kopfraum als die. Keine Ahnung. Wenn das die Hefe ist, dann hat die wirklich so einen Boost-Einfluss auf die ganzen Eigenschaften von dem Bier. Ich schmecke tatsächlich jetzt nur so ein bisschen Pale Ale Malz, muss ich sagen. Interessant. Sehr spannend. Ich habe damit vor kurzem nochmal was gebraut. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, je nachdem, wie ich die Videos hier veröffentliche. Ähm, aber ja, das ist echt lecker. Einfach nur malzig. So, und dann haben wir noch die Barclay Perkins Hefe. Mal gucken, ob ich da jetzt mein Aroma rausschmecke. Mich haben mal Leute gefragt, was denn jetzt an der das Aroma ist, ob man die irgendwie durch was ersetzen kann. Weiß ich nicht, habe ich bisher bei 18 Grad verwendet. Jetzt merken wir es vielleicht. Die riecht so ein bisschen nach hellem Karamell. So ein bisschen wie der Ingwerzucker auch. Ingwerzucker Nummer 1 oder dieser Lyle's Golden Syrup. Ja, da ist eine Fruchtnote. Oh, was ist das denn wohl? Schmeckt so ein bisschen wie die West Yorkshire, hätte ich jetzt gesagt. Ähnlich. Aber es ist schon ein bisschen klarer, irgendwie so eine Pfirsich- oder Aprikosennote. Ich denke eher an gelbe Früchte als an die ganz hellen, wie Birne oder Traube.
aber ganz leichte Variante nur davon. Interessant. Sehr ähnlich. Aber die beiden schmecken wirklich ultra frisch und lecker. Nach rechts wird es dann immer schlimmer. Ich denke, ein paar von denen kann ich dann direkt wegwerfen. Und ich nehme an, wenn ich an der Flasche schnupper, dann werde ich auch rausfinden, welche die beiden hier sind. Die waren schon so ein bisschen muffig. Ja, meine Handpipe ist übrigens eingepackt, weil diese Woche die Habicon ist. Mal gucken, wann das Video rauskommt. Dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, Habicon, war die nicht schon von einem Jahr? Aber hoffentlich nicht. Vielleicht ist sie gerade erst vorbei oder so. Und ich glaube, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann war das jetzt nur so ein kleiner Test. Ein bisschen Info darüber, in welche Richtung die Hefen gehen. Geruch und Geschmack ist bei dem hier echt gut. Der Geruch ist auch leicht fruchtig, das habe ich jetzt wieder gemerkt. Also diese Note, die da drin ist, die ich so vielleicht als Nektarine bezeichnen würde, das kommt mir irgendwie jetzt erst am ehesten in den Sinn, ist in Geruch und Geschmack da. So kann ich sagen. Jo, dann nehmt das mal mit als Info. Das ist dann ein kurzes, knackiges Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich wieder braue. Bis dann. Tschüss.